Die Off-Season war ein bisschen länger als vielleicht in den letzten Jahren, einfach weil sehr viel passiert ist, 24, und es sehr viel zu verarbeiten gab. Natürlich musste ich mich auch irgendwie ein bisschen mental und physisch erholen von einer sehr langen Saison, also die längste, die ich bisher gemacht habe. Gleichzeitig natürlich meine beste Saison bisher mit dem Weltmeistertitel. Ich habe einen kleinen Urlaub gemacht mit Philipp im Schnee in St. Moritz, wo wir eigentlich zum Trainieren hingehen, aber wir haben versucht, wirklich mal ein paar andere Sachen zu machen und einfach trotzdem den wunderschönen Ort zu genießen und die Natur und ja, die Batterie wieder aufzuladen. Ich habe unglaublich viel geschlafen. Ich glaube, das fasst meine Off-Season ganz gut zusammen. Gleichzeitig wurde ich immer hungriger, um dann auch endlich wieder mich als Athletin zu fühlen, ins Training zurückzukehren und auch wieder so ein bisschen ja, meine Routinen machen zu können, die mir einfach gut tun, auf die ich mich gefreut habe. Und ja, dann habe ich mich dem ersten Trainingslager der Saison dann wirklich entgegengesehnt. Mit dem Weltmeistertitel, natürlich bin ich irgendwie die gleiche Person und trotzdem fühlen sich die Sachen so ein bisschen anders an. Also ich muss mich schon hier und da immer wieder kneifen, dass das ja einfach eine Errungenschaft ist, die mir bleibt, die mir niemand mehr wegnehmen kann. Und natürlich ist es einfach eine Riesenbelohnung und auch ein Stück weit eine Bestätigung für den Weg, den ich mit Philipp gehe. Da wird Kona nochmal eine andere Herausforderung in diesem Jahr und das ist aber irgendwie so gefühlt nochmal so die nächste Challenge. Und sich da jetzt ganz fokussiert darauf vorzubereiten, mit dem Wissen, dass das Rennen erst im Oktober ist und dass es noch saulang bis dahin ist. Und das gibt mir ein Stück weit einfach auch so eine Ruhe gerade, weil ich weiß, jetzt geht es gerade darum, wirklich so eine ganz solide Base zu bauen. Das Schöne ist, dass ich jetzt wirklich hier oben in St. Moritz ganz viel andere Bewegungen machen kann mit dem Skilanglaufen, was einfach eine super effektive Trainingsform ist, um für mich jetzt Grundlagenausdauer an der frischen Luft zu machen. Wir sind hier oben gezielt nochmal in die Höhe gegangen, weil wirklich einfach das Höhentraining super funktioniert bei mir und wir das einfach versuchen wollen, über das Jahr regelmäßig zu implementieren, einfach um quasi wie so eine Höhenkette zu haben. Und gleichzeitig bin ich hier natürlich halt auch an einem Ort, der mir Kraft gibt, wo ich mich total wohlfühle. Also ihr müsst mal wissen, ich habe Rechts-Links-Problematik. Ja? Ich verwechsel immer rechts und links, aber hier steht rechts und links. Also nach St. Moritz kommen wir tatsächlich schon, glaube ich, fast seit 12 Jahren oder so. Also eigentlich sogar schon vor meiner Triathlon-Zeit war ich hier zum Mountainbiken und einfach die Natur genießen, weil es hier einfach ein absolutes Sportparadies ist. Ja, man hat unendliche Möglichkeiten im Sommer und auch im Winter hier Sport zu machen. Und dann wurde irgendwann hier auch noch ein Hallenbad gebaut, das Oberwerwa, und dann wurde es immer mehr so eigentlich zu der perfekten Triathlon-Training-Location. Und Philipp ist davon ganz begeistert, weil er ist einfach ein leidenschaftlicher Skifahrer und kann ja, im Winter dann einfach hier auch so ein bisschen seinem Hobby nachgehen. Und natürlich ist es so, dass wenn man im Winter hierher kommt, schon einiges vom Training auch indoor stattfindet. Auf der anderen Seite habe ich immer wieder die Möglichkeit, eben auch raus auf die Loipen zu gehen. Ich habe fußläufig das Schwimmbad da. Ich spare mir unglaublich viel Zeit. Und im Sommer sind dann die Möglichkeiten einfach unbegrenzt. Also man hat fürs Radfahren unendliche Möglichkeiten an Passtouren, die man fahren kann. Die tollsten Laufwege um die Seen rum oder die Berge hoch. Und ja, das Schwimmbad ist einfach, finde ich, eins der schönsten Schwimmbäder, die ich kenne. In einer schönen Natur zu trainieren ist ein Riesengeschenk und ja auch ein Privileg, wenn man an Orte gehen kann, wo man wirklich so unberührte Natur teilweise sogar noch findet.
Das ist einer meiner Hauptgründe, warum ich eigentlich den Sport so gerne mag, weil er mir ermöglicht, zum Beispiel in einem See hier, in einem Bergsee zu schwimmen oder einfach wirklich so wirklich in direkten Connect mit der Natur auch zu kommen, draußen unterwegs zu sein, Sonne genießen zu können, aber eben auch mal bei Schnee oder Regen durchzuziehen, also einfach so in Verbindung mit den Elementen zu sein. Das ist hier oben, finde ich, einfacher als vielleicht zu Hause, wo dann doch natürlich mehr Menschen um einen herum wohnen, die Stadt näher ist und ja, dass man hier einfach in so einem kleinen Ort trotzdem wirklich alles zur Verfügung hat. Guten Kuchen, gute Restaurants auch. Also man kann eben doch auch ein bisschen, sage ich mal, das Leben noch genießen und ist trotzdem halt innerhalb von wenigen Metern raus. Dazu kommt natürlich noch die Höhe. Es gibt nicht so viele Orte in Europa, wo du Höhentraining machen kannst und tatsächlich auch eine Infrastruktur hast, wo man wirklich Triathlon-Training machen kann. Also es gibt ein paar Orte, wo man vielleicht gut Radfahren und laufen könnte, aber da fehlt dann einfach das Schwimmbad. Und das ist einfach jetzt hier perfekt. Man hat extrem viel frische Luft, man hat saubere Luft, man hat die perfekten Bedingungen und deswegen zieht es mich eigentlich seit Jahren mehrfach jedes Jahr hierher. 99% der Zeit trainiere ich eigentlich alleine. Von daher ist es für mich immer was sehr Besonderes, mit anderen Athleten unterwegs zu sein. Und der Push, den ich davon erfahre, der ist extrem hoch und muss auch von Philipp, glaube ich, wohl dosiert eingesetzt werden. Also er weiß, was für einen Effekt das auf mich auch hat. Natürlich weiß ich jetzt mit Rico und Daniel, das sind einfach zwei Männer, die in der Weltspitze unterwegs sind. Die sind richtig schnell und stark und natürlich ist mir auch bewusst, dass ich da jetzt nicht irgendwie immer mithalten kann. Und trotzdem ist es natürlich irgendwie cool, allein zusammen auf den Track zu gehen, da ein ähnliches Workout zu machen und vielleicht doch hier und da so mitgezogen zu werden. Also ich glaube, das ist super cool, gerade auch zum Beispiel beim Schwimmen, einfach perfekte Bewegungen zu sehen auf der Bahn neben einem, selbst wenn sie viel schneller schwimmen, macht einfach was mit einem und ich glaube, es gibt da so eine Art Spiegeleffekt einfach, dass man wirklich sich gegenseitig unterstützen kann. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen dann Tipps geben, wo es das beste Stück Kuchen hier oben gibt. Also ich bin gespannt, wer das nimmt. Ich freue mich einfach drauf, mit den beiden jetzt auch über die Saison immer wieder zu trainieren und ja, uns gegenseitig zu pushen. Ja, ich bin eigentlich schon, also vom Alter her jetzt auf jeden Fall eher die Oma. Die zwei sind natürlich noch viel jünger. Ja, ich glaube, das Witzige ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass sie schon genau hinschauen, wie ich Sachen mache. Daniel hat auch am Anfang eine Sache zu mir gesagt, die ich sehr cool fand. Er hat gesagt, du kannst mir jetzt zeigen, wie man Weltmeister wird und ich helfe dir, da zu bleiben, also noch besser zu werden. Und da habe ich direkt drauf eingeschlagen. Finde ich einfach einen coolen Vibe schon mal, wenn man einfach schon mal so das Commitment hat, sich gegenseitig zu unterstützen. Tatsächlich habe ich auch schon ein paar Mal dran gedacht, dass es irgendwie witzig ist, dass ich mein Jahr hier in der Kälte beginne und am Ende der Saison dann wirklich eigentlich in der absoluten Hitze Bestleistung erbringen möchte. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass tatsächlich Höhe und sogar auch Kälte teilweise ähnliche Adaptionsprozesse im Körper auslösen, wie zum Beispiel Hitzetraining. Das heißt nicht, dass ich jetzt direkt von hier nach Kona fliegen würde, um zu racen, aber ich denke, es spricht nichts dagegen. Also es ist noch so lange hin und ich werde natürlich auch noch eine spezifische Hitzevorbereitung machen. Eine Sache, die mich so ein bisschen gerade auch geistig begleitet, ist einfach, dass die Vorbereitung, die wir jetzt machen, ist ein bisschen anders. Also ich war in der Vergangenheit nie so oft im Winter hier oben, wie wir das jetzt machen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man was Neues erreichen möchte, wird man das wahrscheinlich nicht schaffen, wenn man alles immer so macht wie davor. Wir versuchen gerade auch noch mal ein paar Sachen anders zu machen, weil wir natürlich noch mal die nächste Evolutionsstufe erreichen wollen. Schönen Abend. Danke euch.